Urlaubszeit, schönste Zeit. Eine Erinnerung für die Ewigkeit. Hi, Servus und herzlich willkommen auf meinem CBTube-Kanal. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um schnell ein Video aus den schönen Urlaubsbildern zu machen. Du brauchst dazu keine teure, komplizierte Software. Du hast schon alles auf deinem Smartphone. Ich zeige dir, wie das geht auf meinem Samsung Galaxy S8. Falls du ein anderes Smartphone benutzt, können Abweichungen zu diesem Video auftreten. Im Großen und Ganzen müsste es aber identisch sein. Ich empfehle dir als erstes, deine Urlaubsbilder in ein Album zu packen. Hast du mehr als 60 Bilder, erstelle weitere Alben und sortiere nach Datum, Ereignissen oder Themen die Bilder. Wie du Alben erstellst, zeige ich dir in dem Video, das ich oben rechts für dich verlinkt habe. Als nächstes gehst du auf deine Galerie und auf das Urlaubsalbum. Nun tippst du auf die 3 senkrechten Punkte oben rechts und wählst hier Film erstellen. Nun kannst du die Bilder auswählen. Sobald du ein Bild ausgewählt hast, siehst du oben, wie viele Bilder du von maximal 60 ausgewählt hast. Hast du deine Wahl getroffen, tippst du unten auf Film erstellen. Nun kannst du ein paar Einstellungen vornehmen. Hier rechts, das ist das Symbol für das Format, in welchem der Film wiedergegeben werden soll. Hoch- oder Querformat. Ich würde dir vorschlagen, das Format auszuwählen, in dem du am häufigsten fotografiert hast. Unten links auf dem Pinsel, da verpasst du deinem Film den Anstrich, Vorlagen. Du kannst zu deinem Projekt passende auswählen. Basic, Picknick, Reise, Cartoon, Heiter, Doc. Weitere kannst du runterladen. Unter dem T wie Text kannst du den Film benennen und Datum hinzufügen. Beim Notenschlüssel Musik hinzufügen nach Themen, fröhlich, lounge, entspannend oder optimistisch. Wenn der Pfeil rechts ist, musst du den Titel erst runterladen, um ihn nutzen zu können. Wenn du aber nun zurückgehst, kannst du unter eigene Musik auch Titel von deinem Smartphone hinzufügen. Allerdings muss dieser im geeigneten Format sein, zum Beispiel MP3. Und hier unter dem Filmzeichen, sage ich mal, kannst du einzelne Bilder löschen, hinzufügen oder verschieben, indem du das jeweilige Bild antippst, darauf bleibst. Nun erscheint ein orangener Balken, der dir signalisiert, wo das Bild eingefügt wird. So kannst du dann beliebig die Bilder verschieben. Wenn du Videodateien einfügen willst, das geht auch. Allerdings kannst du nur maximal 10 Sekunden vom Clip einfügen. Wenn du hier auf die Schere gehst, kannst du den Ausschnitt und Länge ändern. Verschieben tust du den Ausschnitt am leichtesten, indem du auf die weiße Fläche links oder rechts tippst und ziehst. Wenn du nur Videomaterial benutzt in deinem Film, kommst du bei 60 Clips à 10 Sekunden auf 10 Minuten Filmlänge. Benutzt du nur Bilder, hat dein Film eine Maximallänge von 3 Minuten und 32 Sekunden. Nun bist du mit deinem Film zufrieden und fertig. Dann gehst du auf Speichern und das Video wird gespeichert. Unter DCIM/Video Editor. Du findest das Video in deiner Galerie im Album Video Editor im Format MP4. Nun hast du eine schöne Erinnerung schnell mit Musikuntermalung und schönen Übergängen von deinem Video gemacht. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, darfst du gerne den Super Thanks Button benutzen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao. Noch barfuß dahin, die Fritz nach der Schule, bei Paul in der Bude, mit Ketchup und Cola und Blicke von Jake.
So schön war die Zeit, als der Frühling erwachte. Wir brausten dem Alltag